stimmt, so alt ist es nicht. Alter, ist es laut. So, ich habe keine Ahnung, worum es hier geht und was hier Phase ist und so, keinen Plan. Habe auch nichts gelesen, ich habe nur gehört von einigen Leuten, dass es sehr, sehr freakig sein soll. So, was haben wir denn hier? Mach ich das auf? A lot of this isn't going to make sense to you. And I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. Ja, ich glaube. Wobei ich das auch nicht gespielt habe. So. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Walking-Simulator ist oder so. Ich habe keine Ahnung. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Interactive Movie, okay, cool. Gehen wir erstmal in die Richtung hier. Nee, Moment, ich kann hier, das geht gar nicht. Ach, Gag, keine Ahnung, ja, lustig. Ich muss hier erstmal das Licht ausmachen. Damit es muckeliger wird. So. Someone had put up a chain link fence, but it looked like I wasn't the first person to hop it. Ups, falsche Taste. Tja, Steuerung. Vielleicht sollte ich erstmal die Steuerung mal anschauen. So, das ist doch... Kamera... Okay, cool, gibt's gar nicht. So. My brother Milton disappeared when I was 4. It was like the house just swallowed him up. Was hat die jetzt gesagt? Der Bruder ist weg oder ist missing. Okay, alles klar. Ups, falscher Knopf. Warte mal, stand da Ingeborg unten? Jo. Und Odin. Alter. Was ist denn hier die Aktionstaste? Muss ich das ziehen? Achso. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Okay, machen wir direkt mal wieder zu. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Das ist schon mal ziemlich geil gemacht, so mit diesen, der Schrift, so, guck mal. Huch. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know. Or she thought the mystery would be enough to bring me back. Okay, gehe ich jetzt runter oder gehe ich hier oben lang? Ich gehe oben lang. Nein, ich kann nix. Ich gehe halt wirklich in dieser Geschwindigkeit. Strafe Jump zum Haus. No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints. Hufspuren, oh. Sind hier denn wohl Pferde? Oh. Guck mal, da ist ein Tier.
Oh. Die sind auch lecker. Jetzt ist es weg. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Oh, The krass. house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Ja, krass. Das ist doch mal ein nices Haus. Oh. Da hat das Bauamt aber... Ja. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Wie ist das Verhältnis von meiner Stimme zu der Stimme, die da so redet? Ist meine Stimme wieder so arschlaut und die andere ist so nicht laut oder was? Oder wie ist das? Guck mal, da ist eine schöne... ich weiß nicht, wie das heißt. Treppe. Da gehe ich doch mal in Mops-Geschwindigkeit hin. Kann ich gar nicht. Und hier müsste ich jetzt nur hochspringen, aber es geht leider nicht. Hallo Tommy Peer. So. Dann gehen wir doch mal. Alles top. Ja, cool. Das ist doch schön. Oh, eine Behindertenrampe. Ja, ich hoffe, dass es saugeil ist. Ich hörte davon. So, wie benutze ich den jetzt? I hoped the key might unlock the front door. It didn't. Makaber. Geil. Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me. Also die Aufmachung ist auch schon echt nett. Gehen wir mal durch die Garage. So. Lalalala. Lalala. Ich habe viel Zeit, deswegen gehe ich mit 0,2 km/h zur Garage. Oh, eine Katzenklappe. Da kann man doch bestimmt durch. Ha, ich wusste es. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Fingerhut ist wirklich super giftig. Ist sogar, glaube ich, eine der giftigsten Pflanzen in Deutschland. Hier kann man sich Pep machen. Guck mal, Kleber. Graffiti-Entferner ist dabei. Brauchen wir nur noch ein kleines Schränkchen mit Kopfschmerztabletten und Nasenspray. Und dann haben wir schon fast Pep. So, gehen wir hier lang. Wie liebevoll das auch alles gemacht ist. Krass. The power had been turned off the night we left.
For the first time in years, Eddie Louis Milson, okay. I felt like I was home. Krass. Wie geil ist das hier? But instead of a family, there were just memories of one. Ich werde das auch nochmal spielen, in einem Jahr oder so. Gab's ja, okay, cool. So. Dawn ist eine Mama. Okay. Wie geil ist die Küche, Alter. Oh, Thunfisch. Mm. Der ist noch gut. Den kann man ewig in diesen Dosen lassen. Like how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Was ist denn das für ein Geräusch eigentlich hier? Tommy, ist das gruselig, das Spiel? Oder ist das eher lustig, oder was ist das? Oh, das ist auch noch was. Or how only one restaurant would deliver to our house. So we Okay. had Chinese a lot. Okay, okay. Ja, ich habe jetzt schon echt Bock. Ich will, das ist interessant. Boah, guck mal, wie Dosen die hier haben, Alter. Gehe ich jetzt da lang? Ich gehe erstmal hier hin. The table was still a wreck from the night we left. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. My mom was the only one of us who could imagine Great-Grandma Edie living in a nursing home. Nee, keine Etagere, aber es sind doch nicht alle irgendwie komisch. Das stimmt. Dir, das hast du sehr, sehr scharf kombiniert. Der ist hier noch, der ist hier bestimmt noch. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Wie ein Lächeln mit zu vielen Zähnen. Wie geil. Und wie geil ist das hier? Zieh das mal rein, wenn du hier wohnst, dann hast du gewonnen. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. Okay. Ich bin gespannt. Geigen. Great-Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Junge. Ich hasse ja Bücher. So Bücher sind einfach irgendwie immer eklig. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wie viel Staub da oben zwischen den Büchern ist, krieg ich schon wieder das Kotzen. Ich weiß nicht, warum sich nicht jeder einfach... Guck durch die Löcher. Warum sich nicht jeder einfach ein Kindle holt, weil das ist doch viel easier, als sich diese ganze Scheiße dahin zu stapeln. Das kann man vollpacken mit Vinyls. An den Türen? Okay. Warte, also, pass mal. Ich guck erst mal hier. So. Mom always told me to stay out of the basement,
so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Schade. Ach, die Gucklöcher da, okay. Ach, krass. Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Okay. Hier ist nix. Ach, hier ist die Eingangstür wahrscheinlich. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Gehe ich jetzt hoch oder habe ich jetzt alles fertig eigentlich? Ja, da ist die Küche. Oh Gott, Frieda. Hier war die Garage. Okay. Ja, alles vollstauben. Bücher nehmen vor allen Dingen auch Gerüche auf. Wenn du Bücher in einem Raum stehen hast mit dem Kamin, wie da hinten, dann hast du dein ganzes Leben lang diesen Seuchegestank in deiner Wohnung. Und der ist halt in den Büchern. Und du kannst nichts anderes machen, als diese Bücher wegzuwerfen, um diesen Gestank loszuwerden. So, ich bin über 40. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Okay. Oh, wie geil ist diese Wohnung, bitte? Was ist das? Also Milton war, glaube ich, der Junge, der weg war, ne? Der am Anfang von dem Schild. Da ist Molly. Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. Hä? Okay. Was ist das hier für ein Raum? Was sind die für Bilder erstmal? Ja, irgendwie so, ne? Ich blick auch nicht durch. Geh erst in den anderen Flur zu den Gucklöchern, okay? Mach ich. Da, oder was? Sven und Edie. The last time I was in Edith Senior's room, I was 10 and she was painting my portrait. Jeder hat ja auch so geile Türen und so mit Bildern drauf. Wie cool ist das? Ich auch. My Grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. Ich verstehe das nicht. Haben die hier Generationen von Hä? Also, was ist das? Also, hier sind irgendwie... Er hat mit seinem Bruder da... Okay. Ja, wird erklärt. Das macht Sinn. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. Okay. Ach, okay. Nein, ach scheiße. Okay. 2010. Und dann haben sie die
Türen, die sind ja auch versiegelt oder so, ne? Die sind ja zugenietet auch. Weird. Das Asset da haben die zweimal verwendet im Spiel. Das auch. Das ist nochmal. Junge. Edie's father Odin built the original house. Ja, aber das lädt ja auch dazu ein, sich alles anzugucken, weil das wirklich geil ist. The Nordic Cookbook. Raw Fowl, okay. Barbara Finch. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Da ist Bigfoot. Ah, das heißt ja auch Bigfoot. Das heißt My Friend Bigfoot. Okay, ich gehe da noch nicht hoch. 1960. Barbara was a child star for 2 years, until America grew out of it. Die ist nicht alt geworden. Also ich bin ja wahrscheinlich Edith, oder? Oder bin ich einfach irgendein random... Nee, ich muss Edith sein. Wenn du die anderen Daten... Was sind für Daten? Nein? Was? Oh Leute, ich glaube, ich spiele das einfach mal. Oh, der Tisch. Ach, ich bin Rory. Ja, oh, da ist noch ein Karton. Oh Mann, ey. Kartons sind auch richtig geil. Da sind immer coole Sachen drin. Aber der Tisch ist der Shit. So, ich gehe jetzt hier rein. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Wie geil ist es? Louis told me there were secret passages, but I never believed him. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Wie geil. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Hä, wie geil. Wie cool war denn bitte diese Öffnung da? From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. But I had no idea what was behind that door. Krass. Das ist einfach Just jetzt like I had no idea where all this was ein gonna Zimmer lead. hinter. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Oh. Nee, ich dachte, das wäre der Hamster. Ist ja gar nicht. Der hat in den Trinknapf geschissen. Das haben meine auch mal gemacht. Das ist auch irgendwie ein bisschen eklig gewesen immer. So, was haben wir denn hier?
Birds of specific movement, the call of the wild beasts. No nature, okay. Be cool. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Ja, das trifft's etwas. Boah. Da hätte ich keinen Bock drauf in meinem Zimmer. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Hä? Ach, krass. Ja, cool. Jetzt bin ich das Mädchen hier wahrscheinlich, ne? Cool. Der Rennmaus. Das Rennmausfutter. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Ja, lecker. Möhre. Guck mal, ein Fisch hat sie noch. I thought about eating Christopher, but I held back. Okay. Also es hat doch alles zum Creep-Level so ein bisschen. Aber auch irgendwie geil. Also es ist noch interessant und nicht nur creepig. Creepy. My Halloween candy was all gone. So, gehe ich jetzt da raus oder gehe ich da raus? Ich gehe erstmal hier hin. Boah, die ist ja mega klein. I kept eating and eating. Okay. I ate a lot of things that night. Was zur Hölle? Ja, okay. Wie alt ist die geworden? War das die... Nee, das war der andere, ne? Die 15 oder sowas war. Then I heard chirping outside my window. It was a barn swallow going back to her nest. Kann man schon auch essen. I reached out for her. Mit 4 oder 50 gestorben? And suddenly... Okay. Was? I was a cat. Was? I tried to be quiet, but the bird was really scared. Mom and Dad didn't even look at me. Wie geil ist dieses Spiel jetzt bitte schon? Kann man da hoch? Nein. I jumped and I almost got her.
tell she was getting really tired. Ich meine, Vögel sind doch so dumm. Ich meine, warum ist man denn ein Vogel? Wahrscheinlich, um zu fliegen, wenn er eine Katze ist. Wahrscheinlich hat er einfach nicht studiert. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was... Was ist das? Then I heard little teeth nibbling in the grass. Rabbits. Da ist einer. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Wie krass ist das? Also zur Erklärung, ich steuere das selbst. Das ist kein Video oder so. A mama rabbit. Ja, ich glaube auch. Da ist noch einer. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Was zum Fick? I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. I wanted fat, juicy seals. I tore off her flipper, and it tasted really good. I grabbed on tight, but I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Was zur Hölle? Was? Jetzt bin ich eine Schlange oder? Ach krass, ich kann mich immer zu dem Kopf beamen. Now I was a monster, and I smelled people everywhere. Wo ist denn ein Mensch? So, mein I was Freund. big,
but I moved real quiet. Ist das weird, ey. Passenger, I was still hungry, and across the water I smelled something new, something I had to have, so I swam towards it. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Tommy, haben die noch andere Spiele gemacht? Also, was dem hier so gleicht? Oder ist das das erste der Art von denen? Krass. Ich bin aus dem Klo gekommen, Alter. Darf ich nicht aus der Toilette raus? Hier ist doch sonst nichts gewesen, oder? Tommy, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ihr redet. Ich gehe jetzt hier aus der Toilette raus. Oder ist das falsch? Ja, ich lese das manchmal nicht. Ist richtig. Sorry dir, ich guck hier. Ich bin eine Kackwurst, ja. So. Kann ich jetzt hier Kinder fressen? Nee, Moment mal, das ist doch jetzt... Ich bin doch jetzt wieder bei ihr. Ich bin jetzt... Hä? All my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. Krass, Mann. Was ihr halt nicht mitkriegt, ist auch der Sound. Ich spiele es über Kopfhörer und der ist hardcore. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Okay, das war Molly. I got the sense Edie had spent a lot of time here before my mom sealed the doors. Okay.
Ja, ich weiß auch nicht, woran das liegt bei den anderen Spielen. Das ist irgendwie seltsam. Also die war übrigens 8, glaube ich, ne? 8 ist sie geworden. So, und da ist mal von vorne. Nee, warte mal. Bevor ich rausgehe. Hä, da stand doch 38 oder nicht? 9, 8, was weiß ich. Alter. Da siehst du mal, wie scheiße This will ich be bin. obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Okay, das ist also einfach das Kätzchen. Okay. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. Boah, ist das widerlich hier. Sie hat einfach Bilder der Tiere. Digga. Wundervoll. Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Her room was like a museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Moment, das kann man doch durchschalten, oder? Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. Okay. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odins Tochter Edie und Sven, okay. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll. Das ist alles so spannend. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Ach, das hier habe ich eben reingeschaut. Hm. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Okay, gehen wir mal rein. Warte mal, The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom.
It was a pretty big trace. Es ist wirklich widerlich. Würde ich nicht intervenieren, würde unser genauso aussehen. Jetzt ist es einfach beige. Das ist auch nicht besser. Vor allen Dingen im Bad, so ein Teppich ist auch das absolut widerlichste eigentlich, weil wegen unhygienisch und so, naja. Oh, das ist wieder so ein crazy Schloss. Aber du bist schwanger? Was? Also ich war eben, habe ich eben durchgeguckt und da habe ich halt diesen hässlichen Scheißraum doch gesehen, aber stimmt, ich bin schwanger. Oder fett. Ne, ist schon eher schwanger, ne? Ich habe eben... Ja, Tommy, Dia ist ein sehr intelligenter Mensch, aber sie weiß halt auch leider nicht, ihre Intelligenz vernünftig zu nutzen. Nur für solche Situationen, da ist sie natürlich am Nabel der Zeit. Deshalb braucht sie auch Antworten. Okay, ja. Also nochmal, ich habe eben durch irgendein Guckloch geschaut und habe ich diesen Raum gesehen, aber wo ist denn das Guckloch von der anderen Seite? Ist hier gar nicht, oder ist das nochmal ein anderes Bad oder so? Ich bin schon wieder raus, geistig schon wieder ausgestiegen. Ich mache jetzt das hier auf. There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. Was zur Hölle? It's hidden in this book. Crazy. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Wie cool. Oh, da ist noch ein Dia. I knew Grandpa Sam had a twin. And that he never talked about him. Ich bin halt regelmäßig raus mit den Namen und so. Ich kann sowas nicht. Das ist halt echt übel bei mir. Aber gut, vielleicht ist es egal. Irgendwann, I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did.
Vielleicht ist es ja nicht so kompliziert, wie ich jetzt schon denke. 200 ein Haus gebaut. Ja, das ist schön, das weiß ich aber in 3 Minuten nicht mehr. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Okay. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. So, dann sterben wir jetzt wohl mal. Kann man das noch doller anschubbern? Achso, mit beiden Sticks. Ah. Doch, aber ich habe nur einen Stick benutzt. Das muss man erstmal rausfinden. I think Calvin always wanted to fly. Das ist aber auch echt eine üble Stelle für eine Schaukel. Calvin, dinner's ready. Coming. But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that. Junge. Calvin, I'm not gonna tell you again. Maybe if the wind hadn't picked up. Then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. Ist das geil gemacht, ey. That's what I want to remember about my brother. The day he made up his mind to fly. And he did. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Abgefahren. So, ich überlege, ob ich jetzt hier Pause mache oder ob ich noch weiterspielen soll. Wie lange spiele ich jetzt schon? 1,5 Stunden. Es wäre, glaube ich, ganz cool, das in mehrere Parts... Mach weiter. Ja, gut. Ja, okay. Dann mache ich noch kurz weiter und dann After the funeral, höre ich auf. Edie represented Calvin's half of the room. Okay, jetzt habe ich nicht gelesen, was da stand. Egal. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Wow. Das muss auf jeden Fall auch Nadine spielen. Das wird ihr sehr gut gefallen, glaube ich. Warte mal, habe ich denn jetzt hier alles gemacht? Ich habe noch gar nicht richtig geguckt. Doch. Da war ich schon überall. Ja, passt schon. Ich gehe mal weiter. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies.
Ach nee, komm, ich gehe dann. Ach so, jetzt bin ich wieder hier. Ach, ich kann nach oben und ich kann nach weiter. Was ging hier ab so? Was war in dem Raum? Okay, da war die Hollywood-Tante. Und das war nicht die mit dem Bigfoot, oder? Doch, das ist Barbara. Okay, das ist Barbaras Zimmer. Alles klar, da will ich erst rein. Mach mal, ich will auch rauchen. Ist jetzt Zeit zum Rauchen, Bruni? Ist das die Zeit? Oder dir darf auch beantworten, oder soll ich weiterspielen? Ja, Rauch. Okay, cool. Dann mache ich das mal. Ich beeile mich auch ganz doll. Und dann komme ich wieder. Und dann kann ich mich auch nochmal pinkeln. Ich habe gefragt, ob ich jetzt rauchen gehen soll. Und Bruni sagt ja, also muss ich das jetzt. Und dann komme ich wieder. Und dann spiele ich weiter. So, jetzt mache ich aber kurz hier mal Pause, damit ich das im Stream auch sehe. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich gehe auch rauchen in der Lounge. Ja, okay. Cool, dann sehen wir uns gleich. Ich mache jetzt mal kurz Pause hier, anhalten. Geht in 4 Minuten weiter. Ich muss auch noch pinkeln. Tschüss. Da sind wir wieder. Ich muss hier eben was trinken. Boah. Bunderberg Lemon. Wenn ihr das mal irgendwo seht, da habt ihr echt eine Empfehlung von mir. Das ist total lecker. So. So, seid ihr alle da? Ich schreibe mal, dass es weitergeht. Ja, hallo. Es geht weiter. Also, ich wollte in das Zimmer von Barbara, oder wie die heißt. Und das mache ich jetzt. Und danach ist Ende. Ich bin auch müde schon. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Ich liebe das, wenn keine Musik ist, sondern nur so ein Dröhnen oder Brummen. Das finde ich super. Das ist auch bei Returnal so. Das macht das aber so ein bisschen creepy und spooky. Nur bei Returnal hört ihr es ja leider nicht. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Okay, was ist jetzt hier?
Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Das steuere ich jetzt übrigens. Das ist ja geil, ey. She found Rick's crutch and imagined the worst. Okay. The infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Rattled and grew still. Oh dear! Oh! Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch?
and she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Uiuiui. Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara. There's gotta be another way out of here. Okay, Hier kann ich durch, genau. That night, she played her part beautifully. She thought about abandoning Walter, but just couldn't do it. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges groaned. Moving, Stimmt. but she sensed the story might not be over yet. She listened for his breathing, but all she heard was... Someone at the door was dying to speak to young Barbara. At the door, she heard whispering. Was coming from inside the house. Oh dear. Surprise! Bravo! You were wonderful! The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath,
Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Krass. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Jo. Ja. Kaum noch eine Geschichte oder aufhören? Ich weiß es nicht. Ach, es ist so schwierig, Entscheidungen zu treffen. Noch eine. Ja gut. Also hier sind wir dann durch, ne? Ja, ich kenne die Antwort. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Dann gehen wir doch mal zu der Box oder gehen wir hoch. Hoch. It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. Ja, so. Jetzt haben wir einmal hoch und einmal haben wir Box. Die nächste Person, die was schreibt, das wird gemacht. Tommy, du darfst entscheiden, hoch oder zur Box. Hoch. Die gibt dir doch schon... Oh Mann, ey, Leute. Es ist... Ja, das stimmt. Eigentlich jetzt, um die Kontinuität zu wahren, müssen wir eigentlich zur Box. Aber Tommy weiß besser Bescheid. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Venti, hoch. Oh komm, 2 hoch, dann gehe ich halt hoch. Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. Ja, super. Oh Mann, ey. Also gehen wir mal zur Box. Wo waren die? Die war hier unten, ne? So, also kurbeln, bis es abgeht. Gar nicht so Bock in den Keller zu gehen. Vielleicht gehen wir erstmal hier hin. Nein, komm, ich gehe in den Keller.
Ja, genau. So, danach, nach der Keller-Story, ist aber jetzt, dann ist Schluss. Weil wir wollen ja mehrere Parts haben. Es ist ja dumm, wenn man die Spiele so durchballert. Einen Billardtisch wollte ich auch immer schon haben. Aber es hat noch Zeit. Ich bin nämlich super gut im Billard. Und im Kickern. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Nee, ich bin Gott da drin. Ich hatte nämlich einen Freund, der hatte einen Kickertisch zu Hause. Und der Vater ist nämlich, der hat sich auch in so einer Art Kicker-Sportgruppe gewesen. Und der hat meinem Freund Kickern beigebracht. Und ich musste jeden Tag gegen den kickern. Und irgendwann war ich auch krass. Ja, ich auch jahrelang, Tommy. Und danach kam das nämlich so, dass ich in Düsseldorf gearbeitet habe, in so einer komischen VFX-Agentur. Und da mussten wir auch immer kickern. Da haben wir jede Entscheidung mit Kickern gefällt. Und ich habe immer gewonnen. Ich habe nie verloren. Nicht ein Spiel in weiß ich nicht wie lange. So. Jetzt I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. Ja, habe ich. So, jetzt Ruhe. Hier ist der Kühlschrank. I thought maybe she was hiding presents. Ach Gott, ey. It turned out she was hiding a lot more than that. Oh, ich mag das nicht. Alter. I remember asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. So. If there's a pattern in all these stories, Was ist denn das für ein Zeug? Peanut Butter? Meine Fresse. Jiggly... Was? Jiggly Farms? Erbsensuppe. Ganz schön low-poly, die Dosen. Naja. I think it's that none of us has gotten very far. Oh, ist das creepy hier, ey. Der ist alt. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today.
I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. Geil. And then one day, everything just stopped. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave. Well, I still can. Okay. Erstmal gucke ich mir noch was an. Ich kann hier nicht weitergehen. Schade. Ja, da mal los. Es ist so geil gemacht alles. Krass. Es ist wirklich... Das ist komplett irre. I know it's out there, somewhere. Whatever killed Barbara. And Molly. And Calvin. Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day, even if it kills me. Okay, das hier ist... Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left. Or a month. Or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. Okay. Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. So. Kapitel zu. Also, ich mache jetzt hier Pause. I'm sure my mom was trying to protect me. Noch eine... Nee. Leute, ey. Nein. Oder noch eine. Mann, ey. Ich gucke erstmal hier aus dem Fenster. Okay, Hase ist okay. Ist es wirklich okay, weil es ist interessanter, dass... Nein. Wir machen das halt in mehreren Parts. Alter. Folgendes. Ich mache das jetzt folgendermaßen. Ich frage jetzt Siri. Ich frage Kopf oder Zahl. Wenn Siri sagt Zahl, dann mache ich noch eine. Wenn Siri sagt Kopf,
dann nicht. So. Und ich mache das mit Ton, damit ihr das hört. Zahl heißt noch eine Geschichte, Kopf heißt nicht. Kopf oder Zahl? Es ist Kopf. Es ist Kopf. So, das war's. Schade. Aber wahrscheinlich mache ich einfach morgen weiter, weil das ist viel zu gut. Nein, hier ist Ende. So. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Ich bleib genau hier stehen. Und, bis dann. Nein, habe ich nicht gesagt. Ich lege jetzt auf. Morgen geht's weiter. Ich weiß gar nicht, muss ich hier irgendwie speichern oder so? Egal, das wird schon klappen. Auf Wiedersehen, danke fürs Zugucken und ich hab euch sehr lieb.